So, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist Schlachtfestzeit. Ich weiß, es häufen sich diese Schlachtfeste, aber es muss sein. Ich muss unbedingt Bestand abbauen. Klar, ich verkaufe sehr viel auch, aber ich kriege auch sehr viel Neues rein. Und ich muss halt so ein paar Leichen quasi vom Schrottplatz nehmen und die halt schnell verwerten. Oder halt die Modellautos sind so stark zerlegt, so wie der 7er BMW hier oder wie der Cayman oder wie der Humvee hier, wo man die halt nicht mal so schön stapeln kann oder lagern kann. Deswegen muss ich die halt jetzt notschlachten quasi. Ja, oder andere Modelle habe ich schon ein, zwei Videos gemacht, ne, oder 3 sogar schon. Und jetzt sind die Teile schon wieder ausverkauft, so wie beim Golf oder wie beim Manta. Und jetzt dann nochmal ein einzelnes Video zu machen, ist mir ein bisschen too much. Deswegen habe ich mich entschieden, diese beiden Modelle halt in dieses Schlachtfest aufzunehmen. Oder so wie dieser Willys Coupé hier, wo einfach nicht viel dran ist, damit man ein, sagen wir mal, ein 10 Minuten Video draus machen könnte. Das wird vielleicht ein 3-4 Minuten Video werden, mehr auch nicht. Ne? So, wir fangen mal an. Hier haben wir einen Rolls-Royce Camouflage von BOS. Davon gibt es auch schon ein Video. Und deswegen ist der hier im Schlachtfest. Der Manta. Da habe ich ja gerade erzählt, warum der gekommen ist. Oder hier im Schlachtfest teilnimmt. Weil Teile ausverkauft sind und ich Nachschub machen muss. Der Porsche 356b, der ist frisch eingetroffen zum Verschrotten. Der kam über die Abwrackprämie, glaube ich, zu mir oder so, keine Ahnung. Und ja, Teile vom 356er Burago sind immer begehrt. Und deswegen da. Der BMW Z8 von Maestro, da habe ich auch nicht mehr viele Teile online und deswegen ist er dran. Und das geht auch relativ schnell, das Zerlegen, und deswegen kommt er hier ins Schlachtfest. Der Golf 2 von Norev, der darf nicht fehlen. Der ist mal wieder fast ausverkauft und ich muss wieder für Nachschub sorgen. Der Willys Coupé, wie gesagt, da ist nicht viel dran und ja, da lohnt sich halt kein eigenes Video zu machen, auch wenn ich so sehe, viele Teile sind auch beschädigt wie die Rücklichter. Der BMW 700 von Kyosho. Hier sind sehr viele Teile beschädigt. Wie ihr seht, auch die Motorhaube, die Nieren sind bemalt. Das Ding ist echt ordentlich verbastelt und fehlen viele Teile. Da wird viel ausgesortiert und deswegen kriegt er kein eigenes Video. Ein Porsche Cayman von Maestro. Auch hier fehlen viele Teile. Er ist auch erst seit, glaube, eine Woche oder 2 erst da und schon hier im Schlachtfest. Hier fehlen die Felgenspiegel und der Unterboden ist lose und man kann den halt schlecht stapeln, weil halt auch diese scheiß Form halt, ne, wo alles immer runterrutscht. Der Porsche, Ferrari 250 Testarossa von Burago. Ja, der ist jetzt auch dran. Viele Teile sind schon wieder verkauft, wie Felgen, Motor, Windschutzscheibe und so alles. Deswegen muss ich wieder nachfüllen. Und auch Humvee. Da hat mein lieber Kollege Leon heute den Unterbodendeck gekauft. Und jetzt kann man den nicht mehr so gut stapeln. Deswegen Schlachtfest. Und dieser Amigo, der ist vor kurzem auch erst eingetroffen. Ihr habt bestimmt das in einer Ankunft neuer Schrottauto-Video gesehen. Das war dieser extrem dreckige Peugeot. Und ja, auch hier ist nicht viel dran, wo man locker ein 10 Minuten Video draus machen kann. Auch der ist hier im Schlachtfest-Modus hier angekommen. So, das war jetzt die Einführung. Und gleich geht es im Schnelldurchlauf weiter. So, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde. So, Freunde, es geht los. Das nächste Schlachtfest steht an und ich gebe jetzt mal ein bisschen Gas. Dieser 356er B, da fehlen viele Teile. Dach, Rücklichter, Scheinwerfer vorne ist kaputt, Stoßstange vorne fehlt. Achsaufhängung ist defekt und keine Ahnung, bestimmt noch was anderes. So, ich fange mal sofort an zu zerlegen, weil es stehen 11 Modelle hier gerade auf dem Schlachtfest. Und ich merke, dass ich langsam müde werde. Deswegen muss ich mal ein bisschen beeilen, damit ich das auch alles noch in einer Nacht schaffe. So. Ja, hier ist die Aufhängung mal wieder defekt. Das ist ja so eine Krankheit bei dem 356er. Man kann die Felgen eigentlich nur noch abziehen. So. Bisschen Gewalt, aber geht. So, wer ein ausführliches Video zu diesem Modell gucken möchte, wo ich alles nochmal genau erkläre, Wert und Steigerung und was auch der Kuckuck noch so will, dann muss er bei meinen alten Videos mal reingucken. Da findet ihr bestimmt noch eins
wo ich einen 356er zerlege. So, das Graue ist ja leider nicht mal verwertbar. Das bricht auch immer so gern ab, ne? Da brechen auch die Pinne. Ah, siehst du, abgebrochen. So, das geht weg. Das geht hier hin. Oh, Ersatzrad. Türverkleidung ist nicht verfärbt, weil viele sind auch mal verfärbt, ne? Durch UV-Strahlen. Porsche-Emblem ist defekt. Weg damit, weil die Leute kaufen das nur, diese Haumleiste, wenn das Porsche-Zeichen auch intakt ist. Ist das kaputt, braucht das kein Mensch. Weil das geht nämlich voll schnell kaputt durch Polieren und durch Waschen und was auch Kuckuck auch immer. Gehen diese Embleme schnell kaputt. So. Wir sind auch schon durch. Der Scheinwerfer ist leider kaputt. Der Scheinwerfer geht nicht raus. Oh, Alter. Was passiert? Warum geht der Scheinwerfer nicht raus? Scheinbar geklebt. Ah, jetzt geht er raus, das ist aber beschädigt. So. Vom Lack her. Sieht er noch ganz akzeptabel aus. Ah, hier ist ein Lackschaden. Hier ist ein Lackschaden. Da ist ein Lackschaden. Ja, das war's. Der geht in die Schrottpresse. Ja, die Teile gehen online. Das geht in die Schrottpresse. Und es warten noch 10 Modelle auf euch. Bis gleich. So, es geht weiter. Und der Peugeot 908 von Noref steht da. Einige haben den wahrscheinlich schon in einem der vorherigen Videos gesehen, Ankunft neuer Schrottautos. Da war der nämlich auch dabei. Da war da nämlich so ein extrem verdrecktes Modellauto. Das ist der hier. Ich habe den jetzt notdürftig sauber gemacht. So gut es geht. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil der Spoiler fehlt. Und hier die Antenne fehlt. Und halt, weil er extrem dreckig war. Na? Preislich ist dieses Modellauto jetzt kein super duper teures Modell. Der liegt so bei, je nachdem wie ihr Glück habt, zwischen 30 bis 60 Euro liegt da rum. Der Peugeot 908 ist jetzt nicht so der Burner unter den Modellautos. Aber ich habe keine Teile mehr. Es gibt ja auch noch das Alternativmodell, das von Mini-Champs. Kostet im Schnitt auch das gleiche, mal mehr, mehr weniger. Also in der Regel kostet so ein Mini-Champs 908 immer so zwischen 40 und 80 Euro. Wobei der ist auch nicht wirklich beliebt. Ne? Also der ist mehr ein Ladenhüter als ein Evergreen. Also als ein Modellauto, das immer sofort weggeht, wie ein Golf zum Beispiel. Oder ein Käfer oder Mercedes. Ne, also ist schon ein herber Unterschied. So. Ich habe jetzt für den hier jetzt auch nicht viel bezahlt. Aber hier geht auch viel in die Restekiste. Die Rohkorosse geht in die Schrottpresse. Meistens wird eigentlich hier nur noch die Felgen, die Spiegel, die Hutzen, die Scheinwerfer. Das war's. Vielleicht auch die Innenausstattung, wenn die was Besonderes ist. Das müssten jetzt alles gewesen sein. So. Ja, die Felgen sind cool, ne? Halt diese Le Mans Felgen. Das sind geil. Mit denen kann man was machen.
Schrauben habe ich jetzt keinen Bock. Da sind jetzt mir ein bisschen zu viele Schrauben. Auch ein ewig altes Modell, ne? Ich glaube, das ist aus Anfangszeiten von Norep, glaube ich sogar noch, das Modell hier. Ach Gott, guckt euch das mal an. Das soll 1:18 sein. So ein Babysitz. Das ist es nie nehmen, 1:18. So, bis jetzt geht doch alles ganz gut ab, ey. Cool. Das geht auch ab. Das ist aber fest genietet, aber ich sage euch ganz ehrlich, wer soll mir das denn abkaufen? Was ist denn eigentlich hier genietet? Ein Scheinwerfer. Der zweite. Jetzt auch der Tankdeckel. Und vielleicht noch die Rücklichter, aber dann war es das. Das ist der Tankdeckel. Das kauft kein Mensch. Die Scheinwerfer sind raus. Na, komm schon. Ne, weg damit. So, das war's. Oh, 4 Minuten. Noch so lange. Die Teile mache ich jetzt hier nur ab. Und in die Restekiste gelangen. Obwohl die kleinen Frontspoiler, die werden auf jeden Fall noch gekauft. So, das war's. Der geht in die Schrottpresse, das geht in den Verkauf und wir machen direkt weiter. Es warten ja noch reichlich Modelle drauf. So, wir machen hier mal zügig weiter hier mit dem Schlachtfest. Und der nächste Kandidat ist der Cayman. Ist das ein Cayman S? Cayman S von Maestro. Hier fehlt leider schon ziemlich viel Spiegel, Unterboden. Ist zwar noch dran, aber die Felgen fehlen. Naja. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Er wird zerlegt. So, Innenausstattung sieht ganz gut aus. Er hat Gurte. Sitze sehen ganz passabel aus. Perfekt, weiter geht's. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Viel Arbeit, viel Arbeit, viel Arbeit. So, schönes Armaturenbrett, sogar mit Navi. Porsche-Emblem in der Mitte. Perfekt. So. Der kam über die Abwrackprämie jetzt zu mir. Der ist ja knapp eine Woche hier. Und kam jetzt hier sofort in das Schlachtfestprogramm rein. Weil halt schon sehr viel fehlt. Und weil ich kaum noch Teile für das Modell habe online im Shop. Und deswegen muss er jetzt dran glauben. So. Deswegen beeile ich mich jetzt hier auch ein bisschen. Wie gesagt, es warten noch reichlich Modellautos auf euch. Und ja, langsam werde ich müde und schlapp. Weil wir haben jetzt, wie vormals, kurz nach 1. Also bei mir ist jetzt kurz nach 1. Ich weiß ja nicht, um wie viel Uhr ihr meine Videos immer anguckt. Ihr könnt das mal alles mal so mal reinschreiben in den Kommentarenfeld. Wie ihr meine Videos guckt mit dem Handy, auf dem Klo, im Bett, im Wohnzimmer, mit Partnerin oder Partner. Schreibt mal, wie guckt ihr meine Videos? Würde mich das echt mal interessieren. Noch komm schon, das verkeilt sich das Kofferraum auch noch.
kriege den Kofferraum nicht raus. Geht doch. Ah, Kofferraum kann weg. Oh, die Scheibenwischer sind gut. So. Rücklichter. Also der Wert vom Cayman ist jetzt überschaubar. Der liegt so bei 30, also je nachdem wie ihr ihn kauft, ne, gebraucht, neu oder irgendwie so. Die gibt es ja immer noch als Neuauflage, Kurven, die immer noch in eBay und Co. noch rum, die Caymans. Also so, die kosten so um die 30 Euro, mal mehr, mal weniger. Alternativmodelle habt ihr noch von Value und von Norev. Wobei der von Norev eigentlich schon ziemlich arschteuer geworden ist. Guck mal, die sind auch schon fast fertig. Blinker. Scheinwerfer. So, ein Scheinwerfer. Zweiter Scheinwerfer. So, jetzt baue ich alles aus, was nicht aus Metall ist, weil die Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Guck mal, auch das ist in Rot gemacht worden. Ich finde es gar nicht so verkehrt, ne? So, was für die Restekiste. Weil die Teile sind ja an sich ja noch gut, nur ich brauche sie halt nicht. Ja, scheiß drauf. Oh, die Kiemen. Die müssen noch raus. Eine Kieme. Zweite Kieme. So, Rohkarosse geht in die Schrottpresse. Das geht online. Danke fürs Zugucken. Weiter geht's. So, es geht weiter und dieser dicke Brummer hier, das ist ein Willis Coupé. Hersteller ist Muscle Machine. Leider ist der in sehr schlechtem Zustand. Viele Teile sind schon beschädigt. Hier kann man hier nicht mehr wirklich viel retten. Rohkarosse hat starke Lackschäden. Wheelie Bar ist leider auch schon Schrott. Ja, viel kann man hier nicht mehr ausbauen. Und deswegen ist er auch hier in diesem Video reingekommen. Die wurden ja eine Zeit lang mal richtig verramscht. Ne? Da hat man die Dinger zum Teil neu für unter 10 Euro bekommen. Ja, inzwischen sind sie jetzt ein bisschen an Wert gestiegen. Jetzt kosten sie nicht mehr unter 10 Euro. Jetzt kosten sie, ja, dazwischen schwer zu sagen, weil es gibt ja halt nicht mehr viele. Viele sind halt kaputt gespielt worden von Kindern und hier und da. Und ja, sagen wir so maximal 30 Euro. Mehr will ich dafür jetzt nicht zahlen wollen. Weil das ist so wie eine Karikaturmodellauto. Ne? Es geht leider nichts auf. Weder Motorhaube, noch Türen, noch Kofferraumdeckel oder sonstiges. Und die sind auch nicht wirklich spektakulär cool gemacht. Ne? Die sind halt Karikaturen halt. Als Modellauto. Wo hält denn hier eine Schraube? Die Rohkarosse geht in die Schrottpresse, weil der Lackzustand halt zu beschädigt ist. So. Ich hatte ja noch einen Chevy Bel Air, aber der wurde von einem treuen Zuschauer gerettet.
Hier fehlt doch was. Ah, ne. Oh Gott, ist das eine billige Kacke, ey. Da fehlt ja doch was. Ja. Irgendwas fehlt hier. So. So. Ja, hier wird nicht mehr viel verwertet. Motor vielleicht. Ah, Felgen, Scheiben. Das war's. Der Rest ist eigentlich ziemlich im schlechten Zustand. So, die Wheelie-Bar ist komplett zerstört. So, weg damit. Oh, Alter, das ist mal Monsterfelgen, ne? Davon gibt es ja viele. Da gibt es ja Mustangs, da gibt es Chargers, keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall reichlich Auswahl von den Dingern hier. Model A gibt es auch. Ja. Das ist der fette Motor. Das ist 1:18, ne, wohlgemerkt. Ach so, ah, okay. So. Die Windschutzscheibe ausbauen. So. Rücklichter sind beschädigt. Scheinwerfer. Ach, Kühlergrill ist auch kaputt, ey. Mein Gott. Was ist nur dem passiert, ey? Seht ihr? Komplett zermackt. Da geht gar nichts mehr. So, jetzt noch die ganzen Teile ausbauen, die nicht unbedingt in die Schrottpresse müssen. Heckscheibe. Türscheibe. Und der Rest ist reif für die Schrottpresse. So. Das war's. Schrottig. Bis gleich. So, Freunde, es geht zügig weiter. Der nächste Kandidat ist der Rolls-Royce Camouflage. Also so ein Engländer mit einem französischen Namen. Und, oder Englisch, keine Ahnung. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was es bedeutet. So. Aber er ist auf dem Schrott gelandet. Viele Scheiben fehlen schon. Windschutzscheibe, Heckscheibe. Die Kühlerfigur fehlt. Ein Rücklicht fehlt, glaube ich, auch. Und, ja, der Hauptgrund, warum so ein Rolls-Royce von BOS bei mir auf dem Schrott landet, ist, dass sich die Scheiben sich lösen. Oder die Spiegel fehlen. Hier fehlen auch die Spiegel. Aber ich gebe auch ehrlich zu, die Scheiben habe ich ausgebaut und verkauft. Bei einer, die gebraucht hat. So. Zusatzscheinwerfer, ne? Immer beliebt. Zusatzscheinwerfer.
So. Stoßstange vorne. Preislich ist dieses Modellauto langsam, aber sicher am Steigen wieder. Eine Zeit lang wurde der, war er ziemlich günstig, sagen wir mal. Wurde ziemlich günstig angeboten, viele mit B-Ware, weil halt Scheiben sich lösen oder die Spiegel fehlen. Ja, ist wirklich so. Und ja, hier ist auch Auspuff kaputt, sehe ich gerade. Ach, hier ist ein Spiegel. Und ein Nummernschild. Stoßstange. Auspuff. Blöde Schwerkraft. Warum muss immer alles runterfallen? Wieso kann das nicht mal hochfallen? Das wäre doch mal was. Ne? Also geschlossenen Räumen ist Hochfallen natürlich praktischer wie draußen. Ein Blinker. Oh, guck mal, hier ist das Rücklicht sogar, das fehlte. Oh nein! Schon wieder Schwerkraft. Ein Stückchen ist abgegangen. Ein Stück vom Blinker. So. Türgriff. So. Aber davon gibt es doch, glaube ich, auch eine Neuauflage in Blau, ne? Habe ich, glaube ich, auch schon mal zerlegt. Wer ein ausführliches Video zu diesem Modell sehen will, der guckt in meinen alten Videos, da ist hundertprozentig eins dabei. Wo ich... Mein Gott, Türgriff, komm da mal da raus. Ey, Alter, was ist denn los? Mal ist der Türgriff kaputt gegangen. Nur weil er nicht rauskommen will. Ist das ein Arsch, ey. Ah, guck mal, ein anderer Spiegel auch noch aufgetaucht. Wo kommen die denn alle auf einmal her, ey? Okay. Das wird jetzt knifflig. Scheinwerfer versuchen auszubauen. Wird mir bestimmt nicht gelingen. Weil der ist ziemlich tief. Ne, geht nicht aus. Weil der ist ziemlich tief in der Karosse drin. Toll, das Scheinwerferglas ist weggeflogen. In der Restekiste gelandet. Das findet ihr mal unter den 1000 Teilen. Der war aber knapp. Gott sei Dank auch hier auf der Werkbank gelandet. So, perfekt. Von 4 Scheinwerfergläser sind 3 weitergekommen. Boah. Alter, wie stehen hier unter Spannung die Teile, ey. Juhu, ey. Nummer 333 von 1000. Eine schöne Nummer. Oh, schon 5 Minuten, ne? Dabei habe ich gedacht, das wird hier eine schnelle Nummer. Jedes Mal, wenn ich denke, das wird eine schnelle Nummer, wird das irgendwie doch endloses Spiel hier. Guck mal, es geht diese verdammte Schraube nicht ab. Guck mal, die geht. Ja. Geht nix. Gott sei Dank ist das aus Resin. Die Felgen sind geil, ne? Gott sei Dank ist das aus Resin. Dann kann man einen kurzen Prozess machen, abbrechen. Tschüss.
Ja, Alter, geht die Mittelkonsole kaputt. So gut verklebt, ey. So, Türverkleidung. Ah, ey, das gibt's doch nicht, ne? Das ist doch mal wieder ein schönes Modellauto. Da macht das im Kopf interne Fluchen natürlich wieder richtig Spaß. Normalerweise würde ich jetzt hier voll abkotzen, ne? Aber gut. Hier, schaut zu. Ich muss mich beherrschen. Geiles Armaturenbrett. Hier vermisse ich das Rolls-Royce-Zeichen, aber ansonsten, gut, das ist alles ein Sticker, ne? Das ist nichts irgendwie Besonderes, aber es sieht schön aus. Keine Gurte. Boah, die Rohkorosse ist heil geblieben. Ne? Alles andere geht zu Bruch. Die Rohkorosse nicht. Hey, krasser Scheiß. So, 7 Minuten, ey. Scheiße, soll es ein kurzes Video sein. Es geht weiter. Danke fürs Zugucken. Obwohl, was ist danke fürs Zugucken? Ihr müsst auch dranbleiben. Und es geht weiter mit der Post. Hier steht ein BMW Z8 von Maestro auf der Schlachtbank. Die Windschutzscheibe ist kaputt. Und deswegen wird er hier verwurstet. Ich beeile mich nämlich hier gerade ein bisschen. Was ich eigentlich die ganze Zeit schon tun muss. Desto länger es dauert, desto weniger Gewinn mache ich. Eigentlich. Und deswegen beeile ich mich jetzt hier auch. Obwohl die Restkiste muss ich mal hier austauschen, die ist schon voll. So. Ja, über den BMW Z8 muss ich ja nicht viel erzählen. Ihr kennt alle den hier. Den gibt es von Valley, den gibt es von Urago, den gibt es von Solido, glaube ich, inzwischen auch. Und von Autoart, von Kyosho, von... Ja, der Z8 der ist echt. Den gibt es von allen. Alle haben einen Z8 rausgebracht. So, da ist noch die andere Schraube versteckt. Preislich, ich glaube, der einzige teure Z8, den es gibt, das ist der von Autoart. Der kostet so im Schnitt so um die 100 Euro. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ihr Glück habt natürlich. Und wie natürlich wie der Zustand ist, ne? So. Mein Gott, wie viele... Ja, typisch Z8, ne? Z8 ist schon ein cooles Auto, man muss ich ehrlich zugeben. Das Ding ist schon geil, ne? Allein schon die Wertanlage, ne? Das echte Auto meine ich jetzt, nicht nur das Modellauto, das hat keinen großen Wert mehr. Aber der echte, der steigt ja förmlich an Wert, ne? Besonders der Steve Jobs früher besessen hat. Der ging noch für über 200, 300.000 weg. Ach scheiße, da sind ja auch noch 2 Schrauben, die habe ich ja vorvergessen. Hier und da. 2 Schräubchen, die ich vorvergessen habe. Oh, staubige Innenausstattung. So. Aber er hat gute. Und die Sitze sind so wie flexibler Kunststoff. Also gar nicht so schlecht. Fohlig, ey, der scheiß Motor. So,
Cool, ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Und wenn man den von Kiosk oder so ansieht, ja, der ist schon eine andere Liga, ne? Auch schön in Wagenfarbe alles. BMW-Symbol. Also Maestro gibt sich schon Mühe. Ne, die sind zwar nicht teuer, aber die geben sich Mühe. So. Eigentlich will ich nur die Spiele haben. Die Türverkleidung brauche ich nicht. Damit. Die Spiele sind wahrscheinlich das erste, das hier weggeht. Weil die passen nämlich auch hervorragend auf Autoart und auf Kyosho-Modelle. Ja, schön, ne? Scheinwerfer und Motorabdeckung, alles ein Teil. Ja, die Scheinwischer. Ja, kann man auch noch gebrauchen. So. Das Verdeck. Emblem sieht auch noch gut aus, das kann man auch noch ausbauen. Emblem. Rücklichter. Irgendwie so Nebel-Schussleuchten oder was war das? Das geht bestimmt kaputt jetzt. Dieser Reflektor hier. Ach, geht doch. So. Wie ihr seht, zerlegt er sich eigentlich relativ einfach. Man macht sich hier nicht kaputt mit dem Modell. Alles geht ab. Zack, zack, zack. So. Das war's. 6 Minuten 50. Uiuiui, ey. So, der Z8 von Maestro ist zerlegt. Das geht in die Schrottpresse, das geht in den Verkauf. Danke, es geht weiter. So, endlich geht es weiter mit dem Schlachtfest. Und dieses Schlachtfest ist ein ganz besonderes. Ja, erstmal, der Abstand ist ein bisschen länger gewesen als die anderen Schlachtfeste. Das liegt daran aber auch, dass ich arbeiten musste. Ja, auch manchmal ich muss arbeiten. So, dieses Schlachtfest wird nochmal in die Länge gezogen. Ich habe ja auch gesagt, es stehen noch 1, 2, 3, 4 Modelle noch da. 5 insgesamt. Aber ich kann euch sagen, es wird noch viel mehr. Das wird das längste Schlachtfest, was ich je gemacht habe. Aber dazu im Laufe der Videos. So, unser nächster Kandidat ist der Hammer Humvee H1 von Maestro. Ein ziemlich cooles Modell. Man kann hier nahezu alles öffnen. So, normalerweise hier hinten die Klappe geht auch noch auf. Ne, doch nicht. Ja, beim Exoto geht das hinten auf. Man kann hier echt alle 4 Türen öffnen, Motorhaube öffnen, sogar hier diesen Rambock umklappen. Was das bringt, keine Ahnung beim Modellauto. Aber die scheinen das anscheinend wichtig zu finden. Zum anderen fehlt hier leider das Maschinengewehr. Ja, hier ist ein richtiges Maschinengewehr. Und die fette Antenne, sowie das komplette Fahrwerk. Das fehlt nämlich auch. Und deswegen ist er jetzt hier. Und deswegen zerlegen wir den auch.
Preislich ist der jetzt nicht so arg teuer. Der bewegt sich so um die 20, 25 Euro. Also eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut top, das Modell. Ihr kriegt richtig viel Modellauto für wenig Geld. Und absolut empfehlenswert. So, jetzt muss ich mal ein bisschen selber mal gucken. Schon ewig kein Humvee mehr zerlegt. Und ich finde auch mein Werkzeug gerade nicht. Ah, da. So. Aua. Mein Lieblingsfinger. Direkt einen Kratzer reingemacht. In meinen Finger. So, normalerweise müsste man den Auspuff ja vorher ausbauen. Weil sonst gibt es Komplikationen. Lenkrad ist kaputt. So. Schon ewig kein mehr zerlegt. Oh, hier sind Haare. Bäh. Ein Spiegel fehlt auch. Die Rohkarosse wird jetzt nicht mehr aufbewahrt. Das heißt, die geht nachher in die Schrottpresse. Was immer geht, sind so Türen und so komischerweise. Türen, Spiegel, Felgen, Rücklichter werden auch gern gekauft von dem Modell hier. Warum auch immer. So, ich bin jetzt auch hier gerade ein bisschen überfordert, sehe ich gerade. Aha. Ja, da kommen noch mehr Haare. Lecker. Warum sind Haare im Modellauto drin? So. Jetzt machen wir das Dach ab. Das ist Gott sei Dank nur verschraubt. Die Türen sind auch nur rangeklipst, also das ist eigentlich alles ziemlich easy gemacht. Hey. Hier war irgendwas noch. Irgendwas vergesse ich gerade hier. Wie gesagt, ich habe schon ewig kein Humvee mehr zerlegt. Und ich weiß nicht, hier war unter den Rücklichtern waren auch noch Schrauben, irgendwie sowas. Da war irgendwo noch ein Trick. Ja. Unter dem Rücklicht ist noch eine Schraube. Ach komm jetzt, Mann. Das eine Rücklicht ging ja so schön ab. Und der andere macht natürlich wieder Faxen. Guck dir das mal an. Das gibt's doch nicht. Warum geht das eine Rücklicht jetzt nicht ab, ey? Gott sei Dank. Wie viel Quälerei. So. Jetzt geht's wieder weiter. Ey. Das war eine schwere Geburt. Ich meine, die Motorhaube ging auch noch ab, aber dazu wohl gleich mehr. Der Motor ist geil, ne? Ich liebe den Motor vom Hammer. Der sieht echt richtig schön brutal aus. Schön groß. Boah, hier war auch noch mal ein Trick. Hier war auch noch ein Trick.
Toll, ich wollte, dass eigentlich ein schnelles Video ist. Jetzt geht der andere aus mit der Schnorchel. So. Da gab es einen blöden Trick mit dem Motor. Ja. So geht die Haube ab. Konnte den aus den Scharnier rausziehen. Ich meine, hier war irgendwo eine Schraube versteckt. Oder auch nicht. So, boah. Seht ihr, manchmal muss auch ich kämpfen, ne? Auch wenn es nur ein Maestro ist, ne? Kann der Widerstand aber schon ganz gewaltig sein. Und zack, das nächste Teil, was rumspackt. Mein Gott. Warum können sich einige Teile nicht einfach ablösen, ne? So. Wir sind auch schon fast fertig. Jetzt ging es auf einmal schnell, ne? Die Rohkoste, wie gesagt, geht in die Schrottpresse. Die ist für mich als Teilehändler uninteressant, weil kaum einer kauft die Rohkoste eines Hammers. Warum auch immer. Ja, aber ich sag euch auch ganz ehrlich, Hammerteile sind so lala gefragt, ne? Also, es gibt andere Modellautos, die verkaufe ich weit besser. Es gibt Phasen, da werden Hammerteile viel gekauft. Und dann gibt es wieder Phasen, wo halt, Ladenhüter. Sag ich euch ganz ehrlich. So. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber das ist so mit vielen Modellautos so. Es gibt zeitlang, cool. Es gibt eine Zeit lang, da gehen einige Modellautoteile wie bekloppt weg, ne? Einige bestimmte Teile. Und dann auf einmal nicht. Das hat man jetzt nicht bei diesen Evergreens, ne? Bei denen, die immer weggehen, wie zum Beispiel Golf und so alles. Da hat man solche Probleme natürlich nicht. Es betrifft meistens immer solche Modelle halt, ne? Die so Randpositionen haben. Fiat 500 zum Beispiel ist auch so eine so ein Modell. Da gibt es Zeiten, da reißen sich die Leute um die Teile und auf einmal nicht mehr. Dann kommen wieder neue Teile rein. Dann reißen die sich wieder darum und dann wieder nicht mehr. So, ich versuche jetzt gerade die Kiste aufzufüllen für Teile. So, zack. Alles, was noch halbwegs verwertbar ist. Hier war noch unter Nummernschild ist eine Schraube. So, das war's. Der Humvee ist Geschichte. Alternative zu diesem Humvee gibt es ja noch von Auto World. Die haben den jetzt auch rausgebracht. Den habe ich auch im Sortiment. Und Exfoto hat den auch. Aber das war's. Sonst noch Maestro. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der von Maestro absolut in Ordnung. So, weiter geht's. Ja, ein Burago darf auf dem Schlachtfest nicht fehlen. Und hier haben wir ein schönes Exemplar, nämlich den Ferrari 250
Testarossa. Also Testa und Rossa auseinandergeschrieben. Nicht wie im späteren Modell im 80er Jahre zusammengeschrieben. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil man wollte ein individuelles Modellauto haben. Und man hat die Scheinwerfer schwarz lackiert. Ja, ansonsten fehlt hier noch das Lüftungsgitter hier und die kleinen Zusatzscheinwerfer fehlen. Und des Weiteren, der hat wahrscheinlich noch, Lenkung fokussiert sogar noch. Lackschäden hat er soweit eigentlich keine. Hat auch hier einer. Da einen Steinschlag, da auch noch ein Steinschlag. Aber so im Großen und Ganzen ist da eigentlich noch in Ordnung. Eigentlich zu schade zum Zerlegen. Aber, was soll man machen? So ist es. So, da das eine Video jetzt eben so lang war, muss dieses jetzt ein bisschen kürzer werden. Deswegen gebe ich jetzt hier mal ein bisschen Gas. Auch wenn das Modell hier vom Lacktechnischen her gut dasteht, wird er leider die Rohkorosse die Schrottpresse erleben. Oder zumindest das Altmetall. Das hat einen ganz einfachen Grund. Weil Burago Rohkorossen werden selten gekauft. Bis gar nicht. So. Ja, blöde Schwerkraft. So. Ich glaube, ich lasse das mal als Ganzes. Mal gucken, ob das gut geht. Ach, die Auspuffer fehlen. Die fehlen auch noch. Und guck mal, das Ersatzrad ist defekt. Hat einer mir ein kaputtes Ersatzrad reingetan. Seht ihr? Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Sonst hätte ich jetzt einen Reklamationsgrund bekommen von jemandem. Ich hätte den als gut verkauft und dann kommt er da an und da sehe ich gesagt, ja, aber Ersatzrad ist kaputt und die Auspuffe fehlen. Deswegen könnt ihr mich auch ein bisschen verstehen, warum ich eigentlich fast grundsätzlich immer die Modellautos zerlege, ohne Wenn und Aber. Oh, die Windschutzscheibe ist intakt. Oh, die wird wahrscheinlich sehr schnell weg sein. So. Wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell, weil hier ist natürlich nicht sehr viel dran. Ich finde den hier auch ein bisschen aus, der von Burago ist nicht so schlecht, aber wenn ich mir den Vergleich zu dem von CMC angucke oder dem von Hot Wheels, die Testarossas, ne, dann ist der hier definitiv zu groß geraten. Warum auch immer. Preislich muss ich euch nichts erklären. Der dümpelt zwischen 0 Euro und 15 Euro rum. In meinen Augen gibt es nicht wirklich eine seltene Variante, dass man sagen kann, ja, der ist ein bisschen mehr wert oder der ist weniger wert oder so. Ja, die bewegen sich eigentlich im Prinzip alle gleich auf. So, das war's. Der hübsche kleine Testarossa ist jetzt Geschichte. Die Teile gehen noch online, das geht in den Schrott und das ging hier endlich mal ein kurzes Video, ey. 3 Minuten 35, bis dann. Ja, und täglich grüßt das Murmeltier in Form des Golf 2 von Norev. Ja, die Teile sind schon wieder ausverkauft. Und hier habe ich auch schon angefangen, die Teile auszubauen. Golf 2 geht immer. Ne? Wahnsinn, oder? Der ist schon teilzerlegt und deswegen spare ich mir ein bisschen Arbeit. Und da ich ja von dem hier schon unzählige Videos habe, auch einzelne und dem Schlachtfest Spezial, Golf Spezial, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Es gibt ein Schlachtfest nur mit Golfs. Habe ich mich entschlossen, diesen Amigo einfach in diesen normalen Schlachtfest mit zu übernehmen. Nur so. Muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Es warten noch extrem viele Modelle auf euch. Und die will ich noch alle heute noch zerlegt haben. Wir haben jetzt 23 Uhr abends. Genau 23 Uhr meine ich. Ja, genau auf die Minute. Mal gucken, wann ich mit diesem Schlachtfest in der XXXXL Version fertig werde. Es wird also keine
einzelnen Videos geben. Also heute. Na gut, was soll ich euch zeigen? Habe ich auch schon 100 Mal zerlegt, das Modell. So. Na komm schon. Guck, wir sind auch schon fast fertig. Weil ja schon alles fehlt. Stoßstangen, Scheinwerfer, Spiegel. Geht das natürlich jetzt hier ein bisschen schneller. Windschutzscheibe fehlt auch. Alles schon verkauft. So. Komm. Tag ist keine Woche. Es stehen jetzt noch 2 und dann kommt die zweite Hälfte von der XXL Schlachtnacht. Also freut euch. Das wird ein langer Abend für euch. So, zack. Eine Seitenscheibe. Seitenscheiben sind momentan voll begehrt, ne? Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Warum macht ihr denn alle die Seitenscheiben kaputt? So. Erfolgreich zerlegt. Perfekt. Yeah, 3 Minuten 20. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt kommen direkt noch 2. Dann kommt ein hier Präsentation neuer Schrottautos. Ja, und dann geht's wieder weiter. So, jetzt kommt ein spannendes Modell. Der BMW 7er, also besser gesagt 745 Ci, glaube ich, oder CL. Steht jetzt nicht mehr drauf. Ne, schade. Von Kyosho. Ne, das ist der E65er. Leider ein totales Wrack. Das sieht jetzt auf dem ersten Bild für euch ganz gut aus, aber der hat hier die Motorhaube ist zerstört. Hier fehlt eine Niere, ein Spiegel fehlt, die Antenne fehlt, Heckscheibe fehlt, Kofferraumdeckel hat Lackschäden, eine Felge fehlt, eine Radnabe fehlt, noch eine Radnabe fehlt, noch eine Felge fehlt. Dann, hier wurde wahrscheinlich schon mal was geklebt. Also ein richtiges Wrack. Der ist jetzt nicht ohne Grund hier. Der ist platt. Preislich ist dieses Modell leicht steigend. Aber es ist immer noch nicht da, wo es eigentlich hingehört. Für so ein hochwertiges Kyosho-Modell. So. Normalerweise liegen die ja so über, keine Ahnung, 100 noch was Euro. Aber der E65 hier, der hier, ne? Der ist ja auch als echtes Auto nicht so super beliebt. Und das merkt man auch bei den Modellautos. Ich meine, schwerwiegend kommt ja noch dazu, es gibt den ja noch von Billigherstellern wie Valley. Und da gab es noch einer, der hat den auch rausgebracht. Und ja, da gab es noch einen Hersteller. Oh, guck mal, eine Niere. Noch eine Niere. Schwarze Nieren. Cool. Das hat die ganze Zeit rumgeklimpert. Und das ist dann halt erschwerend, ne, für den Wert. Da sehen viele Leute nicht ein, warum soll ich denn jetzt hier 80, 90, 100 Euro für einen 7er bezahlen, wenn ich den auch vom Valley, auch für Motormax, auch für unter 50 Euro bekomme vom Valley oder so, ne? Und die sind ja auch nicht schlecht. Das sind ja jetzt an sich ja keine schlechten Modellautos, die von Valley. Wobei der vom Motormax ist so lala. Aber der tut auch seinen Beitrag. So. Das Schöne ist hier bei dem Modell ist auch, dass man hier alles abschrauben kann. Das macht mich als Verwerter natürlich happy. Normalerweise würde er hier ein eigenes Video bekommen, aber hier sind einfach
zu viele Teile zu stark beschädigt. Und achtet bitte darauf, einige haben nämlich auch die Zinkpest. Ah. Ich wollte sagen, ah, guck mal, man kann ja die Mittelarmlehne hochklappen. Aber anscheinend nicht. Oder man konnte die mal hochklappen und hat die festgeklebt. Doch, man kann die herklappen. Warum hat man die dann festgeklebt? Also man kann, man sieht auch, hier ist nämlich auch das Scharnier. Da ist das Scharnier. Oh, guck mal, Gurte. Gurte, Teppich, perfekt. Macht mich glücklich. Ui. Kurze Kofferraum an. Cool. Teppich allen drum und dran. Perfekt. Ich habe schon sehr viele von diesen 7er BMWs zerlegt. Unzählige. Unzählige. Viele mit Zinkpest. Und verbastelt. Aber ich habe die nicht alle vor 2-3 Tagen zerlegt, sondern schon im Laufe der Jahre oder zwischendurch nochmal ein paar hundert andere Autos zerlegt. Und deswegen muss ich mich auch hier wieder ein bisschen reinarbeiten, um halt wieder klar zu kommen. Oh, ist ja gut, ey. Ja, die Motorhaube ist Schrott. Ja, Windschutzscheibe ein bisschen sauber machen. Dann geht es auch schon wieder. Oh, die Scheinwischer. So. Gut, dass die Scheinwischer noch dran sind. Um das Armaturenbrett abzubekommen, müsst ihr erstmal die Abdeckung vom Armaturenbrett abmachen, weil da sind die 2 Schrauben. Oh Mann, das sollte eigentlich auch ein kurzes Video werden. Oh, ich halte mich selbst an Zeitangaben nicht. Und hier wurde auch viel geklebt, ey. Aber schönes Armaturenbrett, ne? Navi, Wurzelholz, alles schön detailliert gemacht. Ah, das waren noch richtig gute Zeiten von Kyosho. So, die Scheinwerfer sehen auch noch gut aus. So. Demontage der Türen. Gott sei Dank ging das jetzt ziemlich einfach von der Hand. Na, guck mal, ey. Normalerweise krüppelt man sich einen voll zurecht, um so eine doofe Türe abzubekommen. Aber hier ging das jetzt ganz gut eigentlich. Ja. Oh, hier ist der Spiegel sogar mit ab. Ah, ja, schon ziemlich verbastelt, der Arme hier. So, wir nähern uns auch schon langsam dem Ende. Ach ja, hier unter der Abdeckung sind ja die anderen Schrauben.
Fummelig, fummelig. So, weg damit. Weil hier ist nämlich die Schraube für die Türen hinten. Ui. Das ist noch gar nicht fertig. Ich muss ja noch den Unterboden auch noch zerlegen. No. Das Blöde ist, das Mittelstück ist nämlich immer geklebt. So, das ist reif für die Schrottpresse. Und jetzt gehen wir mal an den Unterboden dran. Zwei Schrauben und der Motor ist ab. Ein geiler Motor, ne? Geil. So, das war's. Das bleibt alles übrig. Das geht in den Verkauf. Das geht in den Schrott. Das geht auch in den Schrott. Und ja, danke fürs Zugucken. Es geht weiter. Noch einer kommt und dann Zwischenzeit, Zwischenpause, Halbzeit, Halbzeit. So Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und das ist das letzte Video vor der Halbzeit. Dann kommt wieder eine Vorstellung der nächsten Schrottautos, Kandidaten, wie auch immer. Und dann geht das nächste Schlachtfest los. Und das wird ja dieses Mal ein XXXXL Schlachtfest, doppelt so langes. Wenn nicht noch dreimal so lang oder so. Keine Ahnung, das wird auf jeden Fall länger werden als normalerweise. Damit ihr euch mal ein bisschen zurücklehnen könnt. Meine schöne Stimme lauschen könnt. Und ja, dass ihr einfach mal was zum Entspannen habt. Der Alltag ist stressig genug. Hört mir beim Fluchen zu, wie ich abkotze, wenn ich so ein Modellauto zerlege. So wie jetzt auch. Da bricht mir nämlich fast der Spiegel ab vom Opel Manta B. Opel Manta B400 als Rallye-Auto Rothmanns vom Hersteller XO. Wenn ihr euch fragt, warum mache ich kein einzelnes Video aus dem, das ist aus ganz einfachem Grund, ich habe erst vor kurzem ein Video von dem gemacht, ein einzelnes. Das müsst ihr jetzt mal gucken unter den älteren Videos, da müsstest ihr es finden. Und weil das erst noch nicht mal so lange her ist, dass ich einen zerlegt habe, ach guck mal, das ist der andere Spiegel, habe ich mich entschlossen, halt dieses Modell, um euch nicht sehr zu nerven, in das Schlachtfest aufzunehmen. Unterboden ist auch Schrott. XO produziert ja auch in Bangladesch. Man sieht auch hier schön die Schrauben in der Mitte. So. Ich muss ja euch nicht viel über dieses Modellauto erzählen. Das kostet so im Schnitt um die 60, 80 Euro. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ihr Glück habt. Aber es lohnt sich, das so schlecht ist das Modellauto geil. Es ist jetzt nicht Creme de la Creme, ne, oder irgendwie sowas. Aber Müll ist jetzt auch nicht. Aber man hat hier viel Potenzial zum Umbauen oder zum Tunen oder zum Verbessern. Die Felgen sind geil, ne? Aber die sind cool.
Ja, Gurte. Sonst alles in schwarz gehalten. Da ist ein... Ist das ein Lackstein? Nö, Loch im Boden. Ha. Aha. Sachen gibt's. Cool, ganze Heckblech geht ab. So. Oh, echt jetzt? Ah, nee, das meinte ich. Ich könnte jetzt fluchen wie, ne? Wie an meinem letzten Lebenstag. So. Aber es gucken ja auch Kinder zu. Deswegen sage ich jetzt einfach mal zu dem kaputten Rücklicht, verdammt. Das ist aber richtig blöd gelaufen. Dass mir das Rücklicht jetzt kaputt gegangen ist. Normalerweise würde ich mich anders ausdrücken. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich ja, sehr ausführlich fluchen kann. So, mal gucken. Wo ich den erst vor kurzem zerlegt habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das normales hier war. Ja, da kann man die Scheinwerfer von innen nicht ausdrücken, deswegen muss man das hier machen. Das Gute ist ja, viele Teile kann man ja auch für den teuren Revell nehmen, ne? Wenn man unbedingt Teile braucht, also beim letzten Mal, viele Leute haben hier Teile gekauft von diesem Modell und dann haben die den in den Revell eingebaut. Die sind jetzt nicht immer kompatibel, ne? Sowas wie Scheiben und so und alles, das könnte ein bisschen problematisch werden von Passgenauigkeit. Aber so Felgen, Spiegel, Scheibenwischer, Scheinwerfer, Nummernschilder, das passt auch auf den von Revell. So. Oha, das war aber knapp. So. Seht ihr? Immer schön aufpassen, wenn ihr mit dem Dremel arbeitet. Bin gerade weggeflogen, das Ding. So. Und der ist auch schon komplett fertig zerlegt. Dann die Türgriffe noch. Die Türgriffe kann man auch nicht von innen. Ja. Bevor ich hier noch einen Nervenzusammenbruch bekomme. So, das war's. Halbzeit. Danke fürs Zugucken. Gleich geht's noch mal krass weiter. Bis dann. Ciao, Freunde. So, jetzt geht's weiter mit dem Schlachtwest XXXXL. Und das sind schon die nächsten Kandidaten. Also es wird ein riesiges Video werden. Nicht nur wie üblich diese 10, 12 Modellautos. Nein, es werden diesmal mehr. Komm, wir fangen mal an. Hier haben wir einen Rolls-Royce in 1:24. Hersteller habe ich jetzt nicht im Kopf. Irgendwas Hochwertigeres auf jeden Fall. Dann haben wir einen Smart Fortwo 2 von Norev. Und das ist hier natürlich das Highlight-Modell hier. Das ist nämlich der Ford Falcon Mad Max von AutoArt. Leider ein totales Wrack, aber dazu werdet ihr gleich mehr sehen. Ein Jaguar E-Type von Burago, der darf natürlich nicht fehlen. Auch wieder mal alle Teile weg. Ein BMW 507 von Revell. Ein BMW 645 Ci von Kyosho.
ein Lamborghini Countach von Burago, ein Renault Alpine von Burago, hier ein Käfer von Revell. Und was haben wir hier? Hier ist ein Tyrrell Ford 006 Stuart. Oh, cool. Von 1973, Hersteller MCG. Diese Modelle werden jetzt gleich im Schnellverfahren zerlegt, sofern es mir also gelingt in Schnellverfahren. Hier bei dem ist leider nicht mehr viel zu retten bei dem Countach. Aber mal gucken, was ich noch an verwertbaren Teilen heraushole. Auch hier beim E-Type. Das ist eigentlich nur reines Verwerten. Klar, sowas wie die Windschutzscheibe und so, das wird jetzt noch verkauft. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich Rest nur noch Schrott. So, also viel Spaß. Die kommen jetzt hier alle nacheinander auf den Drehteller. Ne? Da, auf diesen Drehteller. Für den Newsletter. Und dann geht's los. Viel Spaß und kommentiert fleißig. Schaut und nicht einschlafen, ne? Obwohl, schlaft auch ein. Nein, Spaß. Viel Spaß beim Gucken. So. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Jetzt kommt die zweite Hälfte von einem Schlachtfest XXL. Und der erste Kandidat in diesem Schlachtfest XXL ist natürlich auch das Highlight-Modell. Was heißt natürlich? Aber das ist wahrscheinlich das teuerste Modellauto, was ich jemals in einem Schlachtfest zerlegt habe. Nämlich der Ford Falcon von Mad Max Auto Art. Voll geil. Aber leider ist der hier ein totales Wrack und schon komplett vernichtet. Und deswegen hat er jetzt hier einen Platz im Video gefunden und nicht ein eigenes Video bekommen. Leider. Wäre der nicht so stark vorzerlegt, hätte er auch sein eigenes Video bekommen. Aber leider ist er schon extremst zerlegt. Ne, was soll ich euch jetzt hier noch großartig zeigen, ne? Alle Felgen kaputt. Weiß nicht, was da passiert ist, ne? Oh, die Felge ist heil geblieben. Eine Felge. Alle anderen putt. Das wird jetzt echt ein kurzes Video. Motor fehlt. Oh, die schönen Rücklichter, ne? Diese australischen Ford Falcon sind schon was Cooles. Rechtslenker. Lenkrad fehlt. Mein Gott, was fehlt hier nicht an dem Modell? Cool, mit Gurte. Auch wenn die Welt untergegangen ist. Man will sich anschnallen, ne? Schalthebel fehlt. Ansonsten hat er noch Teppich drin. Auch nicht schlecht, ne? Weltuntergang, aber Gurte. Cool, oder? Echt cool. Sieht auch noch ganz gut aus. Motorraum. Cool, eigentlich präsentiere ich euch gerade nur das Modell, ne? Mal richtig zerlegen kann ich hier nicht mehr. Innenspiegel. Kofferraum. Normalerweise hat der noch so ein Zubehör dabei. So, ja, erstmal so ein Zeug halt. Ein Hund, Dosen, Waffen und irgendwie so ein Zeug. Halt Mad Max mäßig, ne? Das ist aus dem Mad Max Film, wo der Mel Gibson mitgemacht hat. Das ist der Interceptor. So. Ich glaube, hat er im ersten Film den gefahren? Ach Gott, die Tür ist auch schon ab. Ja, das ist mal zerlegen, ne? Das ist mal einfaches Zerlegen. Oh, wir sind auch schon fast fertig. 2 Minuten noch was für ein Auto hat, ey. Hey, Rekord. Ja, hier wurde auch schon viel rumgebastelt. Die Heckscheibe war schon mal ab. Komm jetzt. So. Verbreiterung hinten. Guck mal, schon fast fertig. Ja, warum das eine der teuersten Modellauto ist, ich kann euch sagen, weil ich habe einen im Shop im guten Zustand und der kostet um die 400 Euro. Der hier natürlich nicht mehr. Die Mad Max, die gibt es ja natürlich jetzt auch als Alternative von Auto Art, von Greenlight. Den habe ich auch schon mal ein Video zerlegt. Müsst ihr mal in den älteren Videos gucken, da habe ich den Greenlight zerlegt. Und ich muss sagen, ey, das ist ein kilometerweiter Unterschied. Gigantischer Unterschied. Wenn man den von Greenlight hat und den man vergleicht mit dem von Auto Art,
Das ist ein gigantischer Unterschied von Qualität. Man kann hier alles öffnen, bei Greenlight kann man glaube ich nur die Türen öffnen. Und generell der von Greenlight war nie so besonders. Und er kostet auch 80 Euro rum, ne? Ja, also noch niemals ein Schnäppchen. Und der kostet, sagen wir mal so, ohne dieses ganze Zubehör. Ach, guck mal. A-Säule gebrochen. Mann, Mann, Mann. Das Ding ist ja echt im Eimer. Da. Muss ich die Rohkorosten noch als B-Ware verkaufen. Mann, Mann, Mann. Ja, ohne ganzen Zubehör-Schnickschnack kriegt man den auch hin und wieder mal so um die 200 Euro. Mit dem ganzen Schnickschnack und original verpackt so um die 400 Euro oder manchmal auch mehr. Je nachdem, wie ihr Glück habt. So, das war's. Der Mad Max ist zerlegt. Zwar nicht ganz von mir, aber er ist zerlegt. Und es folgen noch weitere 9 Modelle. Und da werde ich wirklich zerlegen. So, schön, dass ihr weiter dabei seid. Dieser 1973er Tyrrell Ford 006 von Jackie Stewart, Winner Monaco Grand Prix, hätte eigentlich normal ein eigenes Video verdient. Aber leider an diesem Modell ist nicht wirklich viel dran. Der Spoiler ist schon abgebrochen. Ich glaube, das ist eine Hutze oder irgendwie sowas. Oder ein Windabweiser, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist auch abgebrochen. Und deswegen ist eigentlich hier nicht mehr wirklich viel dran, was ich ja noch ausbauen kann. Und das wäre leider sonst ein sehr kurzes Video geworden. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf. Kommt das in ein Schlachtfest-Video. Hersteller ist MCG. Und ich muss sagen, MCG hat das richtig gut drauf mit diesen alten Formel 1 Autos. Die sehen echt Bombe aus. Ich guck mal hier mit Reifenhersteller Werbung drauf. Die Spiegel sehen ordentlich aus. Die Lackierung ist sauber. Die Figur, man hat sogar ein Gesicht da drin. Selbst Mini-Champs und Hot Wheels zu ihren besten Zeiten haben da kein Gesicht reingemacht. Na gut, man kann jetzt nicht Jackie Stewart da erkennen, aber da ist ein Gesicht. Ne? So. Preislich ist dieses relativ sehr neue Modellauto. Ich glaube, das ist erst seit diesem Jahr auf dem Markt. Liegt so bei um die 50, 60 Euro. Und ich muss sagen, das ist echt wert. Ne? Man gibt es natürlich Alternativmodelle von ich glaube, Mini-Champs hat den noch, Exoto hat den, glaube ich, auch, bin mir aber nicht so ganz sicher. Weil bei diesen alten Formel 1 Autos, die sehen ja für Jahr eigentlich jeder Hersteller nicht wirklich unterschiedlich aus. Und deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, ob das jetzt ein 73er ist, ein 72er ist bei Mini-Champs oder irgendwie sowas. So. Aber ein schönes Modell. Also MCG hat hier richtig schöne Modelle auf den Markt gebracht. Einfach, man muss auch manchmal einfach nur mal loben. So. Ich hätte mir echt hier gerne ein eigenes Video gespendet, aber wie gesagt, ist ja nicht wirklich viel dran. So. Guck mal, wir sind auch schon hier schon fast durch. Jetzt noch die Innenausstattung raus und der Rest ist Schrott. Gut, man darf jetzt nicht extrem viel verlangen, ne? Aber das, was man hier von MCG bekommt, das ist absolut sein Geld wert. Ich habe ja schon mal, das war ein zweiter MCG, den ich hier zerlege. Mein Gott, was ist denn hier los? Ich hätte den nicht gepackt, die Schraube. Und der erste war auch schon ziemlich cool. Der hat sein eigenes Video bekommen. Ich glaube, der erste, den ich zerlegt habe, war ein Lotus. Und das ist jetzt ein Ford. Jackie Stewart. Cool, oder? Richtig cool. Also mir gefallen sie. Armaturenbrett. So.
Cockpit auch ab. Das geht in den Schrott. Das kauft mir leider niemand mehr. Und hier sind wir auch schon so weit durch. Der Motor ist geil, ne? Oh, ich liebe das, ne, mit diesen... So, die Felgen. Das ist die Reste vom Spoiler. Also das wird jetzt keine Wertanlage werden, ne? Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr könnt nicht damit rechnen, dass dieses Modellauto irgendwann mal so ein paar hundert Euro kostet und super selten ist und so ein Scheiß. Das wird es nicht schaffen. So, ich glaube, das lasse ich mal lieber dran, bevor ich was kaputt mache, was man noch gebrauchen könnte. So, das war's. Ja, wie gesagt, 5 Minuten. Das reicht nicht für ein einzelnes Video normalerweise. Deswegen geht das hier im Schlachtfest auf. Es folgen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Autos noch. Also, ihr habt noch was zum Gucken. Viel Spaß. So, und weiter geht's. Der nächste Kandidat hier ist ein 1929er Rolls-Royce Phantom 1. Hergestellt wurde der aber 1988 von Franklin Min. Ja, Maßstab ist irgendwas so 1:24. Herstellungsland Hongkong damals. Ja, der ist hier ein totales Wrack. Eine Tür ist hier schon abgefallen. Abgebrochen sogar. Und Windschutzscheibe fehlt, das Tagerdach fehlt, die Spiegel fehlen, die Emily fehlt, die Kotflügellampen fehlen. Achse vorne ist durchgebrochen und Auspuff ist auch auseinandergefallen. Franklin Mint hat eigentlich ziemlich geile 1:24er hergestellt. Gibt es inzwischen. Guck mal, eine Tür fehlt. Die ist auch da, aber nur die andere fehlt. Ah, okay. Sehr hochwertig. Im Schnitt kosten die so zwischen 50 und 80 Euro, manchmal auch 100 Euro, manchmal auch viel mehr. Je nachdem, wie ihr Glück habt. Aber ich sage euch gleichzeitig, es ist schwer, Vorkriegsmodelle zu verkaufen. Das heißt vor 1940 besser gesagt. Das sind schwer zu verkaufende Autos. Eigentlich vor 1938, wenn man ganz genau nimmt. Aber wie gesagt, die Nachfrage nach solchen alten Modellen ist sehr gering. Liegt auch daran, weil es einfach zu alt Autos sind, ne? Kennt ja kaum noch einer. Die meisten stehen nur noch in Museen rum und fahren selten auf der Straße rum. Oh, guck mal, schöne Felgen, ne? Sogar Reifenhersteller. Dunlop. Cool. So. Ich hoffe, das wird ein schnelles Video. Die Rohkarosse geht hier in die Schrottpresse. Es geht jetzt hier nur um reine Teilegewinnung. Teil am Motorhaube fehlt. Guck gerade, ob der nicht Zinkpest hat. Hat verdächtig. Der hat Zinkpest. Da sind Bläschen im Lack. Da Orangenhaut. Das war's für den Freund. Wie sieht es mit dir Motorhaube aus? Hier ist noch alles intakt. So. Ja. Selbst teure Modellautohersteller haben Probleme mit Zinkpest. Oh, cooler Motor. Metall. Cool. Guck mal, selbst Verkabelung. Propeller. Das ist mal. Und das hier Maßstab 1:24. Erhöhe. Nicht schlecht, ne? Das Modell hat mich ja schon länger gequält, mehr oder weniger. Das stand nämlich ziemlich lange bei mir auf dem auf der Schlachtbank rum. Jetzt habe ich mich endlich mal überwunden, im Zuge des Schlachtfestes endlich mal den Chaos zu machen. So, frage ich mich jetzt, wo die hinteren Schrauben sind. Ich habe noch nicht einen zerlegt. Da weiß ich nicht genau,
Wo sich die ganzen kleinen Schräubchen sich verstecken. Unterm Tank auch nicht. Ah doch, unterm Tank. Unter der Hinterachse, besser gesagt. Und wie kommt man denn jetzt vernünftig an die Hinterachse? Wie haben die das Ding gemacht? Genau unter dem Differential ist die Schraube. Ach komm schon. Komm schon, du bist ja schon fast auseinander. Komm, ich wollte keine halbe Stunde das Video machen. Ja, da bewegt sich schon was. Da ist irgendwo noch eine Schraube. Da auch nicht. Cool. Guck mal. Da sind Werkzeuge drin. Ha, hier fehlt die Klappe. Also hier vorne muss irgendwo noch eine Schraube sein. Warum sehe ich die Schraube nicht? Aha. Aha, geht doch. Das ist so eine Restekiste. Na komm, Auspuff. So. Das ist Altmetall. Das ist weg. Das kommt auch weg. Ja, viel kann man hier wirklich nicht mehr retten, ne? Hier sind auch noch kleine Minischrauben. Bestimmt für die Türen. Da brauche ich sogar mein Uhrmacherwerkzeug. Das ihr auch käuflich erwerben könnt. Mein Uhrmacherwerkzeug. Nicht das hier, sondern natürlich ein neu original verpacktes. Findet ihr im Shop. Na komm jetzt. Ja, da ist noch eine Schraube. Oh geil, guck mal, wie viele Details selbst am Lenkrad sind. Das ist echt cool. Das geht auch in den Altmetall. Die Türen haben auf jeden Fall Zinkfest. Da sind schon Bläschen. Da auch. Da ist Bläschen, da, über Bläschen. Weg damit. Aha, da ist noch eine Schraube. Unterm Sitz.
So. Na toll. Stift abgebrochen. Schrott. So. Komm schon, ich wollte kein Stundenvideo. Wow. Ja, die Innenausstattung sieht nicht mehr so schön aus. Die werde ich wahrscheinlich nicht mehr verwerten. So, geschafft. Die sieht sehr eklig aus. So, ein Türgriff. Jetzt mache ich noch von den anderen Türen die unten ab. Und dann ist ja hier auch Geschichte. Sofern mir das gelingt. Gut, da ist ja selbst das Kunststoff zerbröselt. So. Schrott, Schrott, Schrott. Windschutzscheibe ist auch Schrott. Oh, scheiße, 10 Minuten. So, danke fürs Zugucken. Ich mache jetzt noch die Türgriffe ab und es geht gleich weiter. So, es geht weiter in die nächste Runde. Das Smart 4 II ist jetzt ja auf dem Schlachtfest. Beim letzten Mal war es der 4 jetzt ist der 4 II. Der ist schon zum größten Teil schon zerlegt. Es fehlen die Felgen, es fehlen die Spiegel, es fehlt das Verdeck. Und es wurde hier schon rumgeschraubt, wie man sieht. Ja, Windschutzscheibe ist auch defekt. Unterboden sieht soweit noch ganz gut aus. Wer ein ausführliches Video gucken will von diesem Modell, da muss bei meinen älteren Videos reingucken. Da habe ich schon mal einen 4 II, glaube ich, schon zerlegt. Auch von Norev. Direkt. Sucht ein bisschen, guckt auch mal ein bisschen in meine alten Videos. Da habt ihr noch genug Material zum Gucken. Das reicht wahrscheinlich für ein ganzes Leben. Also nicht meckern, wenn ich hier vielleicht nicht immer so ganz detailliert rangehe bei diesen Modellen, weil hier muss es nämlich immer schnell gehen. Ja, das ist der letzte Smart, der noch in Frankreich produziert wurde. Der neue Smart wird ja ab sofort, glaube ich, sogar in China produziert und das auch nur rein elektrisch. Kann man sehen, wie man will, ne? Aber gut, so ein Smart ist eigentlich meistens immer für Kurzstrecke, da reicht eigentlich auch ein Elektroauto, wobei ich bevorzuge eher Wasserstoff oder E-Fuels. Da fühle ich mich ein bisschen besser drin, als an der Steckdose zu hängen, weil die ganze Zeit wollen ja, dass wir Strom sparen, Energiesparlampen, A++ bei den Waschmaschinen und was, der Kuckuck auch immer. Und dann verlangen die von uns, dass man hier ein Elektroauto kaufen, das hier unglaublich viel Strom verknallt. So. Die Innenausstattung ist ganz hübsch geworden. Leider vermisse ich hier die Gurte. Ich glaube, die waren auch gar nicht drin. Aber sonst eigentlich ganz nett, ne? Ach, hier, das Armaturenbrett wird festgeklebt. So. Oh, schönes Armaturenbrett. Also dieser Smart gefällt mir auch ganz gut, ne? Also diese letzte europäische Version, sage ich jetzt mal. Die gefällt mir richtig gut. Und ich würde mir auch einen kaufen, aber nicht als Elektroauto. Aber mal abgesehen davon, dass ich hier keinen Neuwagen kaufe, bleibt es bei mir wahrscheinlich eh beim Elektroauto, beim Benziner. Ich glaube, den Diesel gibt es ja bei diesem Smart ja nicht mehr. Aber das wäre für mich dann kein Familienauto, ne? Das wäre dann halt rein für den Berufsweg. So, die Rohkorosse geht in die Schrottpresse.
muss eh ein bisschen ausmisten mit dem Rohkarosten. Hat sich ein bisschen zu viel angesammelt. Schade, dass hier die Motorhaube nicht aufgeht, ne? Der Smart musste ja ein bisschen größer werden, damit man eine Motorhaube hat. Ja, das ist wirklich so. Grundvoraussetzung geworden für die Zulassung. Normalerweise hätten sie den auch wieder klein gelassen, was ich auch cool fand. Aber so ist es. Was ich persönlich am besten finde, ist natürlich dieser Lufteinlass hier hinten, dass er endlich nicht wie ein Tankdeckel aussieht, ne? Mein Gott. Beim ersten Smart fand ich das immer schon total bescheuert. Ich weiß, es gibt ja natürlich auch Fälle, wo Leute reingetankt haben. Verständlich, wenn es genau so aussieht, ne? Komm schon. Ein Scheinwerfer. Oh, komm schon. Das sollte doch wieder kein Endlos-Video werden. Gott, das ist alles festgeklebt. Aber vom Werk aus festgeklebt. Scheinwerfer Nummer 2. Kühlergrill. Nummer Gel geht nicht raus. Ja, der Kühlergrill muss noch raus. Da trieft der Kleber sogar raus bei der Montage damals. Das ist alles voller Kleber hier. Ach komm schon jetzt. Schwer anzusetzen. Ganz schwer anzusetzen. Komm, kleiner Smart, gib auf. Gib den Kühlergrill her. Das war's. Das geht in die Schrottpresse, das geht online. Danke fürs Zugucken. Es geht weiter. Es sind noch 2, 4, 5, 6 Autos noch. So, was wäre ein Schlachtfest ohne einen Jaguar E-Type von Burago? Nämlich kein Schlachtfest. Das ist ja so ein Evergreen, ne? Tja, und jetzt ist auch wieder einer auf dem Schlachtfest gelandet, weil viele Teile sind schon wieder verkauft. Es gibt anscheinend viele Leute, die momentan die restaurieren. Boah, guck mal, wie versifft. Und hier wird auch irgendwas mal... guckt euch das mal an mit den Rädern. Man hat hier Reifen weggeflext. Ja, die Sitze werde ich ausbauen. Der Rest geht in die Restekiste. Ja, was soll ich euch noch erzählen? Über den Jaguar E-Type. Davon habe ich schon hunderte Geschichten erzählt. Ja, ich habe einen gefahren, bla bla bla. Aber ihr kennt ja schon alles. Wenn ihr meine Videos ständig guckt, dann wisst ihr eigentlich schon ziemlich gut Bescheid über dieses Modellauto, das ich, glaube ich, gefühlt schon zum 100. Mal vor Kamera zerlege. Und die Nachfrage reißt nicht ab. Leider ist dieses Modell in einem sehr erbärmlichen Zustand. Die Felgen sind versifft, der Lack ist hinüber. Guckt euch. Das geht in ein Altmetall. Wie sehen die Scheinwerfergläser aus?
Scheinwerfer sehen noch gut aus. Nein! Oh nein! So. Die kann man auch noch verkaufen, das geht weg. Krass. Selbst, mein Gott. Selbst die Motorhaube wurde angeflext. Was hat man denn da versucht zu machen? Breitere Räder drauf machen? So. Schrott. Ah, endlich mal eine takte Windschutzscheibe, ne? So, da sind wir auch schon fertig. So, Türgriff. Das war's. War ein kurzes Video, 3 Minuten. Bam. So, genug erzählt von dem Jaguar E-Type. So, es geht zügig weiter. Der nächste Kandidat ist auch schon auf der Schlachtbank. Es ist der Jaguar Lamborghini Countach von Burago. Ja, der ist auch so ein Evergreen bei mir auf dem Schrott, weil der wurde ja auch zig Millionen Mal produziert. Und meistens kommen sie wegen den gleichen Defekten. Ja, Spoiler wurde vor kurzem erst gerettet von jemandem. Aber die meisten kommen auf den Schrott, weil Spiegel abgebrochen sind oder Lackschäden, Vergilbungen, Windschutzscheibe defekt oder der Spoiler fehlt oder die Spiegel, die Felgen fehlen. Das sind so die gängigsten Mängel, was dieses Modell so mit sich bringt. Oh, guck mal, hat mal 8 Euro gekostet. Der kam jetzt über die Abwrackprämie zu mir. Da kriegt man ja eine feste pauschale Summe, außer das Modell ist zu stark beschädigt oder mehr Teile fehlen als dran sind. Dann gibt es leider keine pauschale Summe mehr. Aber immer noch ein bisschen Geld. Also ganz leer ausgehen tut die dann nicht. Im Endeffekt erlöse ich jedes Modellauto von seinem Leid. Na komm schon. Komm, ich wollte kein Stundenvideo machen. Echt jetzt. Lenkstange hängt. Ja genau, fall runter. Der hängt immer noch. Mein Gott, was ist das für ein Lenkrad? Ja, geht doch. Es gab ja immer die Fraktion Countach und F40, ne? Ich sag euch ganz ehrlich, ich war Countach. So. So, das bleibt auch komplett. Das Schöne ist hier, bei dem Modell hat Burago so gemacht, dass man sogar die Türen abmontieren kann. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das Modellauto restaurieren will. Sofern man noch ein Modellauto bekommt, wo die Spiegel keine Lackschienen haben. Das ist echt sehr selten. Na komm, Schriftzüge.
Die werden auch gern gekauft. Das Dach ist leider auch schon beschädigt. Kleiner Lackschaden. Ein kleiner Lackschaden ist immer noch besser wie großer Lackschaden. So, wie sieht die Tür aus? Die sieht gut aus. Wird zwar die Türverkleidung und allem drum und dran, aber kein Lackschaden. Zumindest ist kein großer. So. Das geht in den Schrott, das geht online. Danke fürs Gucken, weiter geht's. So, es geht zügig weiter. Der nächste Kandidat hier ist der VW Käfer von Revell. Für mich persönlich ein sehr schönes Modellauto von Revell. Ein richtig schönes Modellauto. Man kann hier Motorhaube öffnen und die Türen. Kofferraumdeckel vorne geht leider nicht auf. Aber ich finde, so von der Verarbeitung her und den Details ist das ein super gutes, gelungenes Modell. So, aber wir sind ja jetzt nicht hier eine Stunde dran an diesem Modell. Deswegen werde ich mich im Schnelldurchlauf jetzt hier mal ein bisschen bewegen. Und ja, da brauchen wir auf den Schrott. Sieht man ja, ne? Gehen die schon die Teile auch so schon ab. Komm schon, Felge. War ja klar. Bisschen zu feste. Bisschen zu fest und da ist der Unterboden schon direkt kaputt gegangen. Seht ihr, normalerweise kann man die einfach nur abziehen. Ja, normalerweise. So. Ich frage mich, warum Revell noch keine Neuauflage rausgebracht hat von dem Käfer hier. Oder gibt es eine und ich habe die nicht mitbekommen. Weil der ist eigentlich echt gut gelungen. Aha. Hier fällt schon alles auseinander. Schöner Motor, ne? Hat echt gut gemacht. Gibt bessere. Klar, keine Frage, es gibt bessere, aber für das Geld, was er hier kostet, im Schnitt um die 30 Euro, finde ich dieses Modell absolut in Ordnung. Mal mehr, mal weniger. Also nagelt mich jetzt nicht hier fest auf eine bestimmte Summe, weil ich muss das jetzt auch alles hier gerade aus dem Stegreif heraus sagen. Das ist nur das, was ich halt beim letzten Mal gesehen habe oder für welchen Preis ich das Modellauto selber mal verkauft habe. So. Bei mir gehen sie ohne Verpackung so für um die 30 Euro weg. Mit Verpackung gehen sie so für 40, 45 weg. Und wobei die Coupés, also hier diese Sedans, so wie die alle heißen, die sind ein bisschen beliebter wie die Cabrios. Liegt wahrscheinlich daran, weil die meisten Menschen damals das Coupé hatten. Ne? Also den hier. Und nicht das Cabrio. Und das Cabrio ist ja jetzt inzwischen ja super arschteuer, ne? Boah. Wobei mir... Ja genau, hau ab, scheiß Werkzeug. Wobei mir persönlich das Cabrio einen Ticken besser gefällt. Aber vom Nostalgischen her ist natürlich das Coupé absolut der Burner. So. Ich habe auch schon mal einen Käfer gefahren. War zwar nicht meiner, aber ich habe schon mal einen gefahren. Ist halt scheiße langsam, aber cool.
So, wir sind auch schon fast fertig mit dem Modell hier. Das ist das Schöne an Revell. Die sind Gott sei Dank relativ einfach zu zerlegen. Kotflügelblinker. Emblem, was bist du denn hier? Ach, Blinker. Die Rohkorosse geht natürlich nicht in die Schrottpresse. Die wird noch weiter verkauft. Käfer Rohkorossen werden ja immer gern gekauft. Zum Umbauen, zum Restaurieren, zum Kuckuck, was auch immer. Meist, aber auch sehr oft für Schrottplatzdioramen. Sehr oft. Oder Rattenumbauten. Auch sehr extrem beliebt, der Käfer. Oder generell für Umbauten, ne? Für Tuning und so alles. Der Käfer ist ja echt das Parademodell, sagen wir mal so. So. Jetzt auch die Seitenscheiben. Und da ist der Amigo auch schon Geschichte. Das war's. Der Käfer ist Geschichte. Komplett zerlegt. Bis zum letzten Teil. Perfekt. So, 6 Minuten nur gedauert. Ha. So, weiter geht's mit den Videos. 2 kommen. Doch 3 kommen. Ach du Scheiße. So, nachdem ich hier gerade erschreckend feststellen musste, dass noch ein Modellauto auf mich wartet, also insgesamt noch 2, 3 mit dem, musste ich mich mal ein bisschen beeilen jetzt hier mit dem Schlachten. Was ist das denn für ein langes Schlachtfest, ey? So lange wollte ich das auch wieder nicht. Dieser Renault Alpine A110 von Burago ist eigentlich ein sehr geiles Modellauto. Ein sehr gutes Modellauto. Aber dieser hier ist leider ein totales Wrack. Komplett verbastelt. Hier wurde geklebt und keine Ahnung, was dem hier angetan wurde. Ich glaube, der hatte mal andere Felgen drauf. Aber hier wurde alles zerstört. Alles. Die Felgen fehlen. Also ich weiß auch jetzt noch nicht mal, welche Felgen mal drauf gemacht worden sind, dass sich das der ganze Aufwand gelohnt hat. Aber hier fehlt zum Beispiel die Türgriffe. Hier ist noch irgendeine Felge drin. Naja. Also hier ist eigentlich nicht mehr wirklich viel zu retten. Innenausstattung vielleicht noch. Das ist auch Kleber. Türverkleidung. Guck, ob die auch defekt ist. Ja, die ist auch defekt. Super. Nee. Doch. Oder? Nee. Nee, ist nicht defekt. Hey. Die Türverkleidung kann ich schon mal verwerten. Aber hier gibt es wirklich nicht mehr viel zu retten. Die Scheiben taugen höchstens nur als B-Ware. Oh. Gott sei Dank ist die Scheibe nicht kaputt gegangen dabei. Da ist nur diese Mittelstrebe abgegangen. Ah gut. Doch keine B-Ware. Ah. Ein paar Kleberdämpfe. Aber sonst eigentlich soweit in Ordnung. Preislich ist dieses Modell im unteren Segment unterwegs. Das heißt maximal 20 Euro. Maximal. Aber dann bitte original verpackt. Nicht ohne Verpackung. Der ist eigentlich ziemlich beliebt unter den Buragos. Die gehen auch relativ schnell weg. Also bei mir gehen A110er oft ins Ausland. So, keine Ahnung. Italien, Frankreich, Niederlande, Finnland, England.
So, da gehen sie meistens halt hin. Yeah. Da ist natürlich dieser Stift da drin. Aber nicht schlimm, die Stoßstange ist, glaube ich, eh kaputt. Glaube ich. Wenn nicht, dann ist es jetzt. Dieser Stift, der hier hochgeht, da war der so verkantet gewesen. Chrom ist nicht mehr so schön. Mal gucken. Vielleicht tue ich den nochmal als B-Ware rein. Vielleicht kann den noch einer gebrauchen. Färbt den in schwarz oder in weiß oder so, keine Ahnung. Auch selten sind die Scheinwerfergläser, die fehlen so oft, ne? Das habe ich habe schon ja unzählige bekommen zum Verschrotten und so oft haben die Scheinwerfergläser gefehlt, ne? Das war ein Nebelscheinwerfer, ich habe gesagt, ich habe den Scheinwerfer rausgedrückt. Wir sind auch schon wieder fast am Ende, ey. Komm schon, Inlet. Verkannte dich doch nicht so scheiße, ey. So. Ohne kaputt gehen. Hui. Oh, keine Rücklichter. Ja, Rest ist nur Schrott. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Überall Kleber ausgelaufen, das Armaturenbrett versaut. Achsaufhängung ist defekt, also hier kann ich naja, Überrollbügel, Sitze, Motor ausbauen, Feuerlöscher. Rest ist Schrott. Guck mal, sogar alles festgeklebt. Geklebt. Schrott. Schrott. Puh. Wie wieder 6 Minuten, ey. So, weiter geht's. So, und jetzt im Schnelldurchlauf. Der BMW 507 von Revell steht jetzt hier auf der Schlachtbank und ich muss mich mal ein bisschen sputen. Ich will jetzt langsam Feierabend machen. Wir haben jetzt 1:28 Uhr. Erinnert ihr euch, wie ich vorhin noch gesagt habe, wir haben 23 Uhr auf die Minute genau. Ja, so lange stehe ich hier schon und zerlege für euch die Modellautos. Ja, ihr seht ja nur die paar Minuten immer, aber ich sehe das üble Ende. So, das geht alles hier nicht ab, ne? Doch hier. Nur Scheiße. Ah. Dieser BMW 507 von Revell ist ein sehr schönes, gelungenes Modell. Echt ein sehr schönes Modell. Man kann alles öffnen, Motorhaube, Türen, Kofferraumdeckel. Ne, Kofferraumdeckel nicht, mal wieder. Aber die Motorhaube geht auf. Und die Türen. Und es sieht schön aus. Und es gibt unglaublich viele Farbkombinationen von dem Modell. Auch eine sehr hochwertige. In so einer schönen großen Verpackung von Revell. Auf einer Holzplatte. Ich glaube, das ist sogar eine BMW-Verpackung gewesen. Also ein Modell, das für BMW hergestellt wurde. Richtig cool. Der ist aber nicht mehr cool. Der ist nur noch Schrott. Und ich muss den jetzt mal ganz schnell verwerten. So. Teile sind mal mehr, mal weniger gefragt. Das ist so wie mit dem Hammer von vorhin. Mal sind die Teile voll gefragt, die Leute kaufen mir alles weg und dann auf einmal wieder nichts.
Und dann geht es wieder los. Und immer so ein Auf und Ab bei dem Modell hier. Komm schon, komm schon. Ich will auch mal Feierabend machen. Noch die Stoßstange jetzt endlich mal ab. Noch da. Habe noch 2 Schrauben übersehen am Fahrwerk. Unglaublich, dass Revell so viele Schrauben verarbeitet hat damals. Kenne ich die gar nicht. Vorhin der Käfer, der hatte nicht so viele Schrauben im Unterboden gehabt. Alternativ gibt es die noch von Norev und von Yadi. Yadi ist aber der gleiche Hersteller wie Revell. Und der von Norev ist leider wirklich bruck. Was heißt bruck? Aber es geht nichts auf und so und alles. An sich sieht er ja gar nicht so verkehrt aus. Wenn man einfach nur ein Modell zum Hinstellen tun möchte, dann kann man sich auch den von Revell Norev holen. Aber wer ein bisschen mehr Details haben möchte und so und alles, der kommt an dem Revell hier nicht vorbei. Alles Schrott hier. Cooler Motor, ne? Also ich zerlege dieses Modell eigentlich nicht, weil ich nicht mehr genug Teile habe online. Klar, das ein oder andere Teil ist ausverkauft, ne? Wie Felgen und so alles, das geht immer ganz schnell weg. Oder die Windschutzscheibe. Das ist immer sehr gefragt. Ich lege einfach nur, weil ich zu viele davon in letzter Zeit reinbekommen habe zum Verschrotten. Ich glaube, ich habe hinten auf dem Schrottplatz noch 3 Stück. Und deswegen muss jetzt mal hier ein bisschen Bestand abgebaut werden bei dem Modell. Und natürlich auch ein paar frische Teile. So. Ein bisschen staubig, aber sonst ganz gut. Die Ausstattung. Ich glaube, da hat sogar richtige Ledersitze. Ja, das sind echte Ledersitze. Echt Ledersitze. Cool, oder? Revell, ey. Haben es auch echt manchmal faustdick in der Ohren. So. Letztes Mal habe ich viele Teile nach Russland verkauft von dem Modell. Die Motorhaube sieht soweit in Ordnung aus. Typische Krankheit von diesem Modell ist natürlich die Spiegel und die Windschutzscheibe. Das sind so natürlich diese Evergreens, warum dieses Modell auf dem Schrott landet. Der hier hat noch zusätzlich noch kaputte Achsaufhängungen noch gehabt. Nieren. Der Elvis hat ja auch mal so einen BMW gehabt, als er in Deutschland stationiert war. Und das Geile ist, der hat den ja umlackiert in Rot. Der hatte, glaube ich, ursprünglich mal einen weißen gemietet, oder geleast, besser gesagt. Und als seine Dienstzeit dann hier vorbei war, das ist alles nicht mehr so schön, hat das Auto bei BMW wieder abgegeben. Und BMW war irritiert, weil die ein weißes Auto rausgegeben haben und kein rotes. Ja, dann hatte man eben so das Auto lackiert. So viel ich auch weiß, wird das Originalauto gerade auch restauriert oder ist schon fertig restauriert. Ich glaube, da gab es auch mal ein YouTube-Video mal darüber, über das Originalauto.
Wurde auch nicht mal, ich glaube, da wurde auch mal erwähnt, dass es angeblich ein Mythos wäre, dass das Auto umlackiert hat. Angeblich hat er den umlackiert, weil A, ihm Rot besser gefiel und B, weil die Frauen immer Herze drauf gemalt haben und drauf geküsst haben oder keine Ahnung auf das Auto. Und das hat ihn gestört und deswegen hat das Rot umlackiert. So einfach ist das manchmal. Wie gesagt, alles Mythosen und der ist jetzt Schrott. Danke fürs Gucken. Einer kommt noch. So, ihr habt es geschafft. Das letzte Video von diesem XXXXXXL Schlachtfest geht mit diesem Modell zu Ende. Es ist der BMW 6er von Kyosho. Sehr schönes Modell, sehr schön verarbeitet. Motorhaube, Kofferraumdeckel, Türen, geht alles auf. Geht auf. Und er kam jetzt hier auf den Schrott, weil die vordere Stoßstange abgefallen ist. Und weil der Unterboden lose ist. Und weil ein Spiegel fehlt. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Schöne Farbe, ne? Das ist mal was anderes. Das ist so ein komisches Braun, Grün, Braun, Kupfer, keine Ahnung. Auf jeden Fall cool. So, ich spute mich mal, weil das soll ja auch ein kurzes Video werden und kein überlanges wieder. Wenn ihr die Felgen abmachen wollt, ohne die Achsen zu beschädigen, dann müsst ihr die Radnamen abmachen. Also unter diesem Emblem befindet sich eine Schraube. Hier ist die Achse schon beschädigt. So. Wobei die Felgen sehen ja eh nicht besonders aus. Ich glaube, ich lasse das mal als ganzes Teil. Ja, abgebrochen. Ich muss mal ein bisschen Zeit sparen, Arbeit sparen. Deswegen lasse ich das mal, den Unterboden mal komplett. Wird bestimmt jemand brauchen. Ich weiß schon ungefähr, wer das sein wird. Aber einer wird es auf jeden Fall immer brauchen. Und dann hat er sich Arbeit gespart. So. Ach, und das Nummernschild ist ja auch noch eine Schraube. Normalerweise ist unter dem Nummernschild noch eine Schraube. Ach, die ist von innen. Ah, okay. Nicht unter Nummernschild, sondern von der Innenseite. Von da also. So viele Schrauben wieder. Normalerweise hätte dieses Modell ein eigenes Video verdient. Aber weil hier schon gearbeitet wurde an dem Modell, habe ich mir das jetzt mal erspart. Aber der nächste 6er, der kriegt so ein eigenes Video. So schön Innenausstattung, ne? Grün. Aber Gurte und Teppich drin. Aha, jetzt geht auch Kofferraumdeckel ab. Heckscheibe noch intakt. So, und jetzt ist hier die Schraube, die ich eben unter dem Nummernschild gesucht habe. Na komm schon. Die Schrauben für die Windschutzscheibe fehlen. Muss ich beeilen. Das dauert wieder alles viel zu lange. Die Motorhaube entgegen.
der Motor. Leider nur noch eine Platte. Davor die Modelle hatten ja den richtigen Unterboden gehabt. Komm schon, ich will die Windschutzscheibe nicht kaputt machen. Oh Gott. Hier wurde geklebt. Die Windschutzscheibe wurde schon mal geklebt. Seht ihr? Da, Kleber. Schön mit den Gurten. Auch ein schönes Armaturenbrett. Ich mag diesen 6er BMW. Ich bin jetzt kein großer BMW-Fan, aber dieser 6er gefällt mir schon ganz gut. So. Noch die Türen und dann ist er fertig. So. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht so extrem gesprächig bin und so und alles, aber es liegt daran, ich bin hier schon fast 4 Stunden und auch ich will jetzt mal endlich mal Feierabend machen. So. Das war's. Die Hochkorosse darf aber noch weiterleben. Der ist vom Lacktechnischen her soweit im guten Zustand. Tür eigentlich fast gar nicht verwertet, ne? Ja, nö, fast gar nichts ist in die Restekiste gelandet. So, das war's. Das längste Schlachtfest bis jetzt ist gedreht. Und ich mache noch weiter, aber nicht mit diesen Autos, sondern mit dem Videobearbeitungsprogramm und natürlich mit den Einsätzen dieser Teile im Online-Shop. Weil viele fragen mich dann auch sofort, wann diese Teile online kommen. Es werden im Laufe der Tage werden sie alle reinkommen. Bisschen Geduld. Momentan ist ein bisschen viel Arbeit. Und ja, ich bleibe dran. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Und ja, viel Spaß und bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal.